Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte, Folge 37. Vielen Dank, dass du mich hier bleiben lässt. Ich habe jetzt eine Familie. Du bist ein guter Mensch, Lena. Gott segne dich. Du bist von jetzt an meine Schwester. Deine Mutter war die beste Freundin meiner Mutter. Deine Stiefmutter kann dich nicht finden. Du musst hungrig sein. Ich werde dir ein Sandwich machen. Magst du Sandwiches? Ja, ich mag es. Danke noch einmal. Soll ich dieses Land verlassen oder nicht? Nein, nein. Ich weiß, dass ich in meinem Leben viele Fehler gemacht habe. Ich werde mein Leben nicht ruinieren. Ich habe meine treue Frau verloren. Ich habe meine Kinder verloren. Julia hasst mich. Oh Gott, vergib mir. Ich bin so ein schlechter Vater. Auf keinen Fall. Ich werde mein Haus nicht verlassen. Ich habe jetzt mein Geld. Ich werde meine neue Firma gründen. Ich möchte mein neues Leben beginnen. Ich werde niemandem wieder wehtun. Oh Gott, vergib mir. Hallo, wer ruft dann? Hallo, mein lieber Cousin. Wie geht es dir? Mein lieber Cousin, Alexander. Bist du das? Oh Gott, lange nicht gesehen. Wie bist du gewesen? Ja. Ich bin es. Mir geht es gut. Ich habe gute Nachrichten. Ich habe meinen Abschluss abgeschlossen. Ich bin jetzt frei. Ich möchte dich sehen, mein Cousin. Ich möchte einige Wochen mit dir verbringen. Kann ich dich besuchen? Natürlich. Warum fragst du? Mein Zuhause ist dein Zuhause. Ich würde mich freuen, dich zu sehen. Bitte komm bald. Wie geht es deinen Eltern? Ihnen geht es gut. Danke, Matteo. Ich werde dich bald sehen. Ich bin super aufgeregt. Okay, Alexander. Pass auf dich auf. Mia. Warum machst du das? Du musst das nicht tun. Alles gut. Ich werde die Küche putzen. Ich möchte dir nicht zur Last fallen. Ich werde auch kochen. Nein, Mia. Bitte hör damit auf. Du bist keine Haushälterin. Ich werde es später machen. Du bist jetzt ein Mitglied dieser Familie. Du hast deine Haushälterin entlassen. Wer wird all diese Hausarbeiten erledigen? Ich werde keine neue Haushälterin mehr einstellen. Ich kann niemandem vertrauen. Gut. Wir wechseln uns ab. Ich werde die Zimmer und die Küche putzen. Du wirst kochen und die Wäsche waschen.
Das ist großartig. Ich habe es verstanden. Bitte hör damit auf. Lass uns in den Schönheitssalon gehen. Du brauchst einen neuen Look. Du bist sehr hübsch, Mia. Lass uns jetzt gehen. Wirklich? Vielen Dank. Lass uns gehen. Wo ist Mia? Ich suche seit 3 Tagen nach ihr. Sie ist nicht in diesem Dorf. Weißt du etwas über sie? Hast du etwas getan? Bist du verrückt? Ich weiß nichts über sie. Du musst uns nicht ausschimpfen. Raus aus meinem Haus. Mia ist nicht hier. Wenn du noch einmal hierher kommst, werde ich die Polizei rufen. Hörst du mich? Gut, ich werde sie bald finden. Sie kann mir nicht entkommen. Sie ist mein Eigentum. Ich werde sie heiraten. Sie kann mich nicht verlassen. Oh mein Gott, Mia. Bist du das wirklich? Du siehst umwerfend aus. Du bist sehr hübsch. Du siehst ganz anders aus. Was? Sehe ich wirklich schön aus? Ja. Ich lüge nicht. Danke, Jenny. Du hast großartige Arbeit geleistet. Ich freue mich, dass dir meine Arbeit gefallen hat. Vielen Dank, Lena. Du hast mir sehr geholfen. Ich fühle mich großartig. Du bist jetzt meine Schwester. Du siehst in diesem Kleid sehr hübsch aus. Lass uns einkaufen gehen. Wir müssen neue Kleidung für dich kaufen. Einkaufen? Ich habe mir noch nie neue Kleidung gekauft. Danke nochmals, Lena. Du bist die Beste. Sie ist Marie. Sie ist eine gute Frau. Sie ist auch schwanger. Oh Gott, mir geht es nicht gut. Hey, was ist passiert? Er ist Maries Ehemann. Er trinkt viel Bier. Er ist kein guter Mensch. Mir geht es nicht gut. Ich habe Rückenschmerzen. Bitte bring mich ins Krankenhaus. Hör auf, dramatisch zu sein. Ich will essen. Ich will Bier. Ich brauche Geld. Du musst für mich Geld verdienen. Schäm dich. Du bist mein Ehemann.
Ich bin deine Ehefrau. Ich bin deine Verantwortung. Ich nähe Kleider. Ich führe diesen Haushalt. Du musst so schnell wie möglich eine Arbeit finden. Ich bin schwanger. Halt den Mund. Dir geht es gut. Ich will dieses Baby nicht. Ich bin dafür nicht bereit. Sieh dich an. Du bist sehr hässlich. Gib mir Geld. Auf keinen Fall. Ich muss Lebensmittel einkaufen. Ich gehe ins Krankenhaus. Du musst Paul wickeln. Du wirst nirgendwo hingehen. Ich werde dich nicht gehen lassen. Ich gehe nach draußen. Ich werde die Tür abschließen. Bitte tu das nicht. Mir geht es nicht gut. Ich muss einen Arzt sehen. Ich bin schwanger. Bitte, Paul, schließ die Tür nicht ab. Ich bin deine Frau. Ich werde diese Tür nicht aufschließen. Du musst dich ausruhen. Mir wird es bald gut gehen. Ich komme am Abend zurück. Du musst ein besonderes Abendessen für mich machen. Wie konntest du mir das antun? Ich habe Schmerzen. Bitte schließ die Tür auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.